Neben Falkenstein ist Callenberg die bedeutendste Ruine des Donautals. Vermutlich wurde sie um 1200 errichtet. Ein Vierteljahrhundert später wurde sie das erste Mal namentlich erwähnt. Die Überreste der hochmittelalterlichen Burg liegen auf einer steilen Kuppe über der Donau zwischen Fridingen und Beuron. Callenberg diente wahrscheinlich dazu, den Handelsverkehr im Donautal zu überwachen. Die Burgruine ist frei zugänglich und kann über einen Wanderweg erreicht werden. Das Zentrum der Anlage ist der gut erhaltene quadratische Bergfried, der jedoch leider nicht begehbar ist. Er hat eine Seitenlänge von ungefähr 8 Metern und ragt noch 20 Meter in die Höhe. Auch der Hocheingang ist noch zu sehen. Die Balkenlöcher zeugen noch von der vorgelagerten, überdachten Eingangsplattform. Der Eingang zur Kernburg befand sich gleich neben dem Bergfried. Der Ansatz des Torbogens ist noch zu sehen. Darüber hinaus gibt es noch erhebliche Überreste der Umfassungsmauer der Kernburg zu sehen. Von der restlichen Bebauung sind jedoch kaum noch Spuren vorhanden. Es gab hier mindestens noch ein Gebäude sowie eine Zisterne. Gleiches gilt für die Vorburg. Auch von deren Umfassungsmauer und Bebauung ist außer einigen herumliegenden Steinen nichts erhalten geblieben. Die Rekonstruktionszeichnung von Wolfgang Braun vermittelt eine Idee davon, wie die Burg einst ausgesehen haben könnte. Die nahegelegene Callenberghöhle gehörte wohl während der Nutzung der Burg auch zur Anlage. Weiteres über die Höhle erfahrt ihr in einem anderen Video auf diesem Kanal. Etwas von Callenberg entfernt liegen auch die Überreste eines Wirtschaftshofes. Der Callenberger Hof gehörte ebenfalls zur Burg. 1907 brannte er vollständig ab und wurde nicht wieder aufgebaut. Die erste Erwähnung der Adelsfamilie Callenberg erfolgte, wie angedeutet, um 1225. Ein Heinrich von Callenberg wird in diesem Jahr als Dienstmann des Klosters Reichenau genannt. Danach tauchen die Herren von Callenberg mehrfach in Urkunden auf. 1263 scheinen sie in den Diensten der Grafen von Hohenberg gestanden zu haben. Irgendwann in den folgenden Jahrzehnten muss die Burg an jene Grafenfamilie gelangt sein, denn 1334 wird die Wehranlage als Besitz der Grafen von Hohenberg erwähnt. Doch bereits weniger als 20 Jahre später geht die gesamte Herrschaft Hohenberg und somit auch Burg Callenberg an die Habsburger. In der Folge werden die Anlage und die dazugehörigen Güter an die Truchsessen von Waldburg verpfändet, welche sie von 1401 bis 1695 innehaben. Dann wird das Pfand wieder ausgelöst. 1702 nimmt Kaiser Leopold I. ein Darlehen von 400.000 Gulden bei den Freiherren von Ulm auf.
In der Folge erhalten sie unter anderem die Herrschaft Calenberg als Lehen. Diese umfasste neben der Burg insgesamt 6 Ortschaften. Doch warum ist die Burg heute eine Ruine? Über eine gewaltsame Zerstörung ließen sich nirgendwo schriftliche Hinweise finden. Wir begeben uns bei dieser Frage also auf spekulatives Terrain. Wurde die Burg möglicherweise bereits im Bauernkrieg oder vielleicht später im Dreißigjährigen Krieg beschädigt? Oder gab es einen anderen Grund für das Verlassen der Burg? Bisher wurden auf dem Areal in und rund um die Burg mehr als 1000 Artefakte geborgen, welche auf den Beginn und das Ende ihrer Nutzung hindeuten. Darunter befinden sich eine Vielzahl von Gefäßkeramik, Reste von Ofenkacheln, Ziegelfragmente, Tierknochen, einige Metallobjekte sowie eine Bodenfliese mit Linienmuster. Diese beweist, dass auf der Burg ein Zierfußboden existierte. Die ältesten Artefakte stammen aus der Zeit um 1200. Die jüngsten Fundstücke hingegen datieren bis ins 16. Jahrhundert. Außerdem scheint Calenberg laut Überlieferung um 1600 unbewohnbar gewesen zu sein. Sie wird als zergangen beschrieben. Somit scheidet der Dreißigjährige Krieg als Auflassungsgrund wohl aus. Doch der Bauernkrieg passt in den zeitlichen Rahmen. Denn dieser fand 1525 statt. Doch mangels stichhaltiger Beweise bleibt dies nur eine vage Vermutung. Die Ruine gelangte 1907 in den Besitz des Freiherrn von Ofwachendorf, dessen Augenmerk natürlich den umliegenden Gütern und nicht der baufälligen Burg galt. Aufgrund eines Erdbebens stürzte am 16. November 1911 schließlich der östliche Turmgiebel ein. Seit den 1970er Jahren wurden verschiedene Sanierungsarbeiten durchgeführt, um den Erhalt der Ruine zu sichern. Wie ihr seht, hat man von hier oben eine wunderbare Aussicht auf das Donautal. Seit 1974 ist die Burgruine im Besitz des Landkreises Tuttlingen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.